Hallo Leute, Zahnspangen-Update. Ein Jahr habe ich jetzt die Zahnspange. Ja, das meiste ist rum, würde ich sagen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie lange ich die noch brauche. Also nicht ganz genau, aber so lange ist es nicht mehr. Also die meiste Zeit habe ich hinter mir, denke ich. Ja, wir sind alle krank. Mir geht's nicht gut. Aber egal. Das bedeutet, der Frühling kommt. Letzter Termin mit der Zahnspange war Anfang des Monats. Also schon wieder jetzt über 2 Wochen her. Oder ungefähr 2 Wochen. Na doch, genau 2 Wochen. Ziemlich genau 2 Wochen. Am Dienstag, oder? Ja. Wenn man krank ist, kann man nicht so klar denken. Jedenfalls war ich ein Feigling. Also, ich habe bei dem Termin erfahren, dass um die hinteren Zähne nach vorne zu holen, da müssen die härtesten Drähte drin sein. Und ich habe ja noch den zweithärtesten Draht drin, den habe ich erst letztes Mal reingekriegt. Und das war schon so eine Tortur. Und dann hatten sie ja unten versucht, also vorletzten Termin, unten den härtesten reinzukriegen. Und danach, ich habe ja dann tagelang so einen entzündeten Mund gehabt und es ging ja nicht und war ja so schmerzhaft, dass ich, ja, ach guck, ich habe Babyabzeichen. Ja, egal. Jedenfalls habe ich diesmal, haben sie diesmal auch wieder versucht, die härtesten Drähte reinzukriegen. Und ich habe aber ziemlich schnell abgebrochen. Ich hatte da keine Lust drauf. Nochmal. Ich wollte lieber noch ein bisschen Status quo und keine Schmerzen haben. Und ich glaube, wenn ein bisschen mehr Zeit vergeht, passen sich die Zähne auch von alleine an, ohne dass man da so viel Gewalt ausüben muss. Also ich finde das dann, also das hat's Grenzen. Ne? Also ich bin ja leidensfähig, so ist es nicht. Aber habe genug gelitten nach dem Termin davor. Jedenfalls sind einfach jetzt wieder die Drähte drin, die vorher drin waren, vor dem Termin. Also jeweils der zweithärteste, der vorher auch schon drin war. Also es ist eigentlich nichts passiert, außer dass die Drähte rausgemacht wurden letzte Mal. Versucht, die härteren reinzukriegen, hat nicht geklappt. Also wieder die rein. Und ich habe das dann auch abgebrochen. Also hier oben hatten sie, glaube ich, 6 schon drin. Aber am schmerzhaftesten sind ja die an der Seite. Und na, ich gesagt, nee, lass mal. Aber das hatte ich ja vorher nicht gewusst, dass da die härtesten drin sein müssen. Ich weiß nicht, das hat er mir auch nicht erzählt. Aber ich habe dann schon damit gerechnet, dass es wieder irgendeinen Grund gibt, warum noch nicht. Ja, irgendwas kommt immer dazwischen, wo es dann ganz anders läuft, als ich denke. Also bin ich ja ein bisschen schon drauf vorbereitet. Naja, das Einzige, was jetzt halt immer noch ist, dass der Weisheitszahn da ganz hinten in der Ecke äh, rumsteht und nervt. Aber es ist jetzt nicht so mega entzündet, wie es ganz am Anfang war, sondern ich merke noch ein bisschen, wie es piekst und ich kriege den Mund nicht immer so weit auf. Also, und dann muss ich ein bisschen rumwackeln, dass ich dann an diesem Weisheitszahn vorbeikomme. Also wenn ich was Größeres im Mund stecke, dann merke ich das, aber ansonsten so normal beim Essen ist es okay. Dann merke ich es eigentlich nicht. Ansonsten geht es mir gut, der Kiefer öffnet gerade. Also weiter halt öffnet, wieder wenn der Weisheitszahn hinten drauf klemmt. Ne? Hatten wir jetzt, wo ich krank, also vorgestern oder so, da ging es mir schlechter als heute. Und da hatte ich mal so eine leichte Kopfschmerz-Episode, wo ich gemerkt habe, vielleicht ist der eine Aufbau noch nicht ganz richtig oder keine Ahnung, vielleicht ist das auch noch so ein Rest von meiner Problematik, der einfach so kommt. Aber ich habe auch gemerkt, dass wenn ich da hinten einen Muskel massiere, dann geht's weg. Also das ist nichts mehr, was ich so überhaupt nicht mehr so, wie es vorher war, wo sich dann irgendwelche Verspannungen so aufgebaut haben, dass es halt dann eine Migräne war, wo ich dann den restlichen Tag ausgenockt war. Aber da hatte ich mal wieder 2 Tage so ein bisschen Spannungskopfschmerzen. Ja, aber ja, das ist überhaupt kein Vergleich zu dem, wie es vorher war. Und dann habe ich das letzte Mal darum gebeten, dass der nächste Termin vielleicht doch 6 Wochen und nicht nur 4 Wochen später ist. Weil ich will ganz sicher sein, dass genug Zeit vergangen ist, weil ich keine Lust habe, nochmal so zu leiden, wie ich gelitten habe. Das traumatisiert ein bisschen. Also, das war echt schmerzhaft, da wo sie versucht haben, die härtesten Bögen reinzukriegen und es hat nicht geklappt. Jedenfalls habe ich einen Termin jetzt 5 Wochen später gekriegt, glaube ich, bloß und nicht 6 Wochen. Aber naja, was soll's. Also ich habe jetzt Mitte März habe ich den nächsten Termin. Und dann
passen hoffentlich die härtesten Bögen rein. Das überlebe ich hoffentlich. Und dann werden hoffentlich dann auch die Sechser nach vorne geholt, wenn dann nichts anderes da mehr dazwischen kommt. Ja, sonst war das also schön unspektakulär und ich hatte auch keine Schmerzen nach dem letzten Termin, weil es war alles wie immer Status Quo. Ja, so war das. Okay, ich halte euch auf dem Laufenden. Bis in einem Monat. Tschüss.